Eieieiei. So, da sind wir wieder. Sorry. Ja, da ist einfach der Livestream abgestürzt. So. Ja, sorry, Mario. Da ist einfach der Livestream abgestürzt gerade. Ja, beim Kisten aufmachen, habt ihr ja selber gesehen. Und die Kiste ist weg. Ich weiß nicht, ob ich die Sachen erhalten habe. Keine Ahnung. Sehr, sehr interessant, was da gerade passiert ist. Springen mal in das nächste Rennen rein. Ja. Das, um wieder zurückzukommen, wegen den Teilen, wegen den Serie 12 Teile, das ist dieses Jahr, wie schon gesagt, sehr, sehr schwer. Die Racing-Kiste, die Rennkiste, die wir ja hatten, jahrelang, wir hatten 3 Jahre lang diese Rennkiste. Und mit der Rennkiste konnte man wirklich, wenn du dann in Serie 12 aufgestiegen warst, hattest du dann halt immer ein episches Teil da drin. So, und das hat natürlich sehr, sehr viel geholfen, um erstmal auch dieses Teil erstmal freizuschalten und natürlich auch eventuell, um auf 2 oder auch auf 3 abzugraden, wenn dir mal das letzte Teil gefehlt hat. Und das gibt es jetzt im Moment nicht. Man muss wirklich grinden. Ja? Dein Internet hat die goldene Kiste nicht verkraftet. Ja, genau. Ist einfach abgestürzt. Wahnsinn. Ja, ja. So, Max Verstappen qualifiziert sich vor unserem Charles Leclerc. Das ist auch sehr interessant. Von daher, ja. Machen noch das Rennen hier. Wie gesagt, tut mir echt leid, dass der abgestürzt ist da. Da sind auch viele Leute jetzt nicht mehr reingekommen in den Channel. Waren gerade ein bisschen voller. So, hoffen auf einen guten Start. Da habe ich auch einen Fehler gemacht. Normalerweise fährt dann der auf Medium auf regulär raus. Aber schaut euch das mal an. Was für ein Desaster. Was für ein Desaster-Start. So, jetzt macht Max Verstappen, kommt ein bisschen rein. Unser Charles Leclerc hat komplett den Start verhauen. So. Das ist auch so eine Sache. Hutch muss definitiv mal so manche Bugs hier beheben. Jedes Spiel hat Fehler. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wissen wir ja alle, ne? Leute, die schon seit etwas längeren irgendwelche Spiele spielen auf Computer oder auf Handy oder auf Xbox, Playstation, eigentlich egal wo. Es gibt immer irgendwelche Fehler. Das Ding ist halt, wie bearbeiten wir diese Fehler? Und das muss Hutch so schnell wie möglich erklären, weil sonst wird es echt doof für viele Spieler. Es wird langweilig, es gibt viele Fehler halt, wie gesagt. Und ja, hoffen wir mal, dass wir in den nächsten Wochen auch schöne Updates kriegen und dass wir das Spiel ein bisschen besser spielen können. So, jetzt hier machen wir auch eine 2-3-3 hier mit Max Verstappen nach diesem miserablen Start und nach diesem miserablen Boxenstopp. Ja, das Rennen werden wir verlieren, wie wir sehen, und da stecken wir halt nicht drin. Das ist sehr, sehr schade. Aber so ist das halt. Ihr seht selber, jetzt bleiben wir auch nochmal da hängen mit Charles Leclerc. Schaut euch das mal an. Da haben wir auch nochmal 5 Jahre verloren da. Sehr, sehr ärgerlich. So, das Auto ist sehr instabil gerade. Deswegen hier auch Mirage. Würde ich hier auch empfehlen mit Spirit. Nicht unbedingt. Ist immer funny business, wenn wir hier mit dem Getriebe wechseln. Mirage ist eigentlich so ein Allround-Ding, weil Power haben wir genug, Grip haben wir genug. Halt, ne? Und Aero haben wir davon auch genug. So, jetzt kommt unser Charles Leclerc kommt rein und wir gehen auf Vollboost für die letzten 4 Runden auf Hard. Da macht der Platz 14 mit Ach und Krach, haben wir uns da durchgeschlängelt. So, Gegner kommt jetzt rein. Boah, auf Platz 3, ey. Platz 6, Platz 7. Verlieren noch mehr Plätze, bitte. So, jetzt hier Gas geben. Müssten jetzt an unseren Gegner kleben. Hier auf, ich hoffe. Komm, gib Gas. Ja, sehr gut, Max Verstappen. Der kann auch schön auf Gas bleiben, weil wir haben hier die ersten Runden nichts gemacht. So, jetzt in der Runde kommt er rein.
und wird vollständig repariert. Das Auto, jetzt müssten wir ihn eigentlich überholen. Nein, machen wir nicht. Habt ihr gesehen? Sehr, sehr schade. Regulär hier bei der Schikane. So. Fahren hier auf regulär auch jetzt in die Boxengasse. Der vor uns muss auf jeden Fall noch rein. Und das ist auch gut, dass wir jetzt pitten. Wieder ein Undercut so gesehen auf ihn, auf Bottas. Hier wieder Gas geben mit Charles jetzt. Der ist ja auf hart, da können wir ein bisschen Gummi geben. So, hier. Und jetzt, wie schon gesagt, jetzt können wir auf regulär bleiben. Wir müssen keine Gaps mehr öffnen. Wir müssen versuchen, hier Anschluss zu gewinnen. Und ja, ich denke nicht, dass wir das noch hier drehen, aber man weiß ja nie. Vorletzte Runde hier. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir müssen mit Verstappen müssen wir jetzt unseren Charles Leclerc überholen. Oh, das war jetzt... Das war gut von Charles, aber nicht gut für unsere Strategie. So, bleiben trotzdem auf regulär, alles gut. Ja, aber, oh, sehr, sehr schöner Überholmanöver. Das war ein Traum. Habt ihr das gesehen? Das war ein Traum. Wir haben keine Position verloren und unser Charles hat da Position abgegeben schön an unseren Max Verstappen, der auf Softs draußen ist. Der Gegner kam jetzt rein. Nee, der ist auf Platz 4 da vorne. Das ist unmöglich hier. Wir haben alles gegeben im Endeffekt. Also der Start war katastrophal. Das müssen wir ja mal so sagen. Der Gegner jetzt da auch noch mal ein bisschen gestört, aber guck mal, was er da für einen Stau macht, der Lando Norris hier auf Medium. Habt ihr das gerade gesehen? Der hat da eine ganze Schlange hinter sich hängen. Wahnsinn. Ja, komm. Nee, doch, nein. 15. Ja, Platz 13 und Platz 15. Das Rennen war schon verloren nach 10 Sekunden. Wir ballern jetzt Mirage rein und machen noch ein Rennen. Und dann gehen wir offline hier. Kann den Livestream nicht schließen hier mit einer Niederlage. Das geht nicht. Da machen wir noch ein paar Punkte hier. Das ist auch gut hier für die Wochenende, für die Wochenbelohnung. Ich denke mal auch, dass ich den Grand Prix hier mit Mirage fahren werde. Also das ist so mein Setup, womit wir dann halt den Grand Prix bestreiten. Ne? Und ja, gucken wir mal. Fahren letzte Rennen. Danke fürs Zusehen, Leute. Ja, Channel wird immer weniger. Trotzdem danke fürs Zusehen. Und ja, ich hoffe, dass ihr einen guten Grand Prix habt. Natürlich, dass ihr euch schön qualifiziert und dass wir am Sonntag ein schönes Finale fahren. Die Grand Prix-Kisten sind auch sehr wichtig. Da kommen ja die meisten legendären, also epischen Teile raus. Von daher, Italien Monza fahren wir. Sehr schön. Schöner Circuit. Gefällt mir sehr gut. Oh, es regnet. Habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ah, sehr gut. Sehr schön. Platz 12 und Platz 15. Fahren mit Charles auf Softs. Und mit Max Verstappen auf... fahren wir auf Medium? Ja, wir fahren auf Medium. So. Eieieiei. Was macht denn Charles wieder da? So. Komm. Zieh da rein. Du musst du dir holen. Jawohl. Platz 13. Haben schon mal ein paar Positionen verloren beim Start. Aber halb so wild. Gucken wir uns mal an, was uns... Oh, viele Leute hier auf Soft. Da gehen wir mal runter vom Gas mit Charles. Werden uns da den Sprit sparen. Machen einen Undercut. Machen wir hier. Versuchen natürlich hier nicht überholt zu werden. Position zu halten. Gap eventuell ein bisschen aufzumachen und dann wieder schließen. Und wir kommen, wie schon gesagt, in dieser Runde hier rein.
Ja, Mario, eigentlich habe ich kein Problem mit der Verbindung. Das war auch gar nicht die Verbindung, das war Omelette Arcade. Weil ich streame über Omelette Arcade und die haben da irgendwie die Verbindung getrennt, weil die da irgendwie ein Netzwerkproblem hatten die mir. Da wurde mir so eingeblendet. So, deshalb. So, jetzt Charles kommt rein. Perfekt. So ein bisschen Gas geben mit Max. So, wo kommen wir hier raus? Wir kommen hier raus, Platz 22. Okay, was haben wir denn vor uns? Yuki Tsunoda auf Hard. Den müssten wir gleich schon machen. So, jetzt hier wieder ein bisschen Gas geben. Ja, morgen beim Event. Ja, die Leitung ist immer da. Wie gesagt, das war Omelette Arcade. Also habe eigentlich nie Internetprobleme hier. So, jetzt ziehen wir hier schön an die ganzen Leute vorbei, die da in die Pits kommen. Und ich hänge immer noch mit Charles Leclerc und Yuki Tsunoda fest. Und das ist problematisch. Ne, nein, doch, der hat sogar noch einen Platz gut gemacht. Das ist ja geil. So, wir müssen jetzt hier runter. Kommen mit Max Verstappen hier rein. Werden ein bisschen aufgehalten hier mit Charles, aber passt. Die sollen da vorne machen, ich habe ja eine Runde länger. Die müssen nämlich jetzt rein. Hier, Yuki Tsunoda muss jetzt rein und dann haben wir auch ein bisschen Platz. So, jetzt können wir hier wieder Gas geben. So, Verstappen hat es nochmal mit Ach und Krach geschafft, in die Boxengasse reinzukommen. So, jetzt haben wir hier vor uns Daniel Ricciardo auf Softs. Ja, nee, den werden wir gar nicht angreifen. Da fahren wir jetzt nämlich auch ganz entspannt in die Box. Und dann kommen wir mit Medium. Oder nee, wir machen das ganz entspannt hier. Wir kommen mit Softies. Medium, nee, da verlieren wir, glaube ich, ein bisschen zu viel Zeit. So, hier nochmal ein bisschen Gas geben für die Boxeneinfahrt. Jetzt hier auf regulär. Sehr gut, hier können wir Gas geben mit Max. Sehr schön. Viel Schwung mitnehmen hier. Jawohl. Platz 15. So, und dann haben wir jetzt noch ein paar Leute vor uns, die noch tanken müssen. Und das ist super. Haben noch 3 Runden vor uns, also machen auf jeden Fall noch einiges hier an Position. So, sehr gut. Hier auf regulär müssen ein bisschen auf die Reifen achten von Max. Ein bisschen Gas geben. So, hier. Hier können wir schön Schwung nehmen. Wir holen jetzt den Gegner. Der Gegner kommt mit beiden Fahrzeugen in der Anfang der 7. Runde rein. Ah, da hatten wir ihn überholt und dann auf einmal haben wir wieder verloren. Hier Platz 14. Wieder Yuki Tsunoda auf Hard. Was ist denn da los? Das ist ja ein richtiger Panzer. Den kann man ja gar nicht überholen, ja. Wahnsinn. So, jetzt hier. Natürlich, Gegner kann jetzt Vollgas geben. Das ist natürlich nicht unbedingt unsere Stärke. Können aber jetzt müssen Yuki Tsunoda machen. Deswegen, ich hatte gehofft, dass wir ihn direkt in Turn 1 machen, aber so, jetzt machen wir ihn. Boah, perfekt. Okay. Immerhin. Das ist nämlich auch so ein Ding. Da bleibst du einfach manchmal stecken, ja. Und dann, unglaublich manchmal. Also, hier wieder ein bisschen Gas geben. Hier gehen wir auf regulär. Max Verstappen bringt Platz 11 nach Hause, so wie es aussieht. Ja, und der Gegner hier, Valtteri Bottas, ist jetzt am Yuki Tsunoda da hängen geblieben, wie wir auch sehen. Jetzt hat er ihn immer noch nicht überholt. Also er ist auch nicht in der Lage, ihn zu machen. Krass. Tsunoda und Vettel sind für mich auch immer Endboss. Ja, ist Wahnsinn, ja. Ist wirklich schwer. Man sieht, dann hast du Yuki Tsunoda auf Hard vor dir und du auf Softs und ja, bringt nichts. Ja, Rennen gewonnen, hoffen wir mal auf eine gute Kiste, aber ich bin der Meinung, es kommt wieder grün. Ja? Wie schon gesagt, 3, 4 Mal grün und dann kommt dann eine goldene oder eine Platin oder eine legendäre. Es kommt auch immer darauf an, wie viele goldene du schon gefarmt hast. Ja, da hängt auf jeden Fall eine Spielmechanik hinter, so ist das jetzt nicht, weil 2-mal hintereinander zum Beispiel habe ich noch nie gesehen. Ja, und wir haben hier, wie viele Rennen haben wir? 2800. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe noch nie 2 goldene hintereinander bekommen oder 2 Platinen oder 2 legendäre. Noch nie. Also von daher sehr, sehr schade. Ne? Was sagt ihr? Machen wir noch eine Kiste auf? Machen wir noch eine Kiste auf und dann machen wir noch ein Video. Machen wir noch ein Rennen.
nix. Die Grünen sind einfach nur da. Habt ihr schon Güterhandel offen? Wenn ja, lasst mir da eine Nachricht. Wäre cool. Ja, Güterhandel ist einfach das A und O. Ist wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte das letztes Jahr leider auch nicht freigeschaltet gehabt, aber davor das Jahr. Dabei haben die Problematik mit den harten und weichen Reifen schon ein wenig verbessert. Ja, haben die auch. Ja, haben die definitiv. Es geht einfach, es ist halt schwer, weil man sieht ja in der wahren Formel 1 sieht man das ja auch. Jetzt zum Beispiel in Monza, wir nehmen mal meine Strecke jetzt als Beispiel. Wenn da jemand auf hart ist und du gehst in die Curva Grande, also du fährst da schön nach der ersten Schikane, dann normalerweise überholt man da mit Softs. Ja, so und wenn man dann da stecken bleibt, ja, ja, Mankimoto top, ne? Das ist einfach geil. Das ist einfach geil. Ja, Garten sei Dank, was ist Güterhandel? Das ist eigentlich das Beste im Spiel. Wie schon gesagt, wenn du einen Teil oder einen Fahrer auf Max abgegradet hast, ich glaube, ich hatte dir das auch schon beantwortet gehabt, dann hast du die Möglichkeit im Güterhandel dieses Max abgegradete Asset, was du hast, also ein Fahrer oder ein Part, gegen ein anderes einzutauschen. So, und das ist schon geil. Du kannst das halt eintauschen gegen Güter, die du noch nicht hast auf Max. Und so machst du dir dann halt peu à peu das ganze Ding voll. Und wenn du jetzt schon startest, dir einen Güterhandel, wenn du den jetzt schon aufmachst, dann kannst du definitiv in 2, 3 Monaten davon ausgehen, dass du dann gut bist. Also sehr, sehr stark bist, weil du halt den Güterhandel jeden Tag nutzt. Und wenn du den dann 2, 3 Monate nutzt, hast du dann 60, 90 Güter, so gesehen, plus gegen andere Spieler. Oh, da, schaut euch das mal an. Da habe ich mal kurz auf den Pin gedrückt mit Charles Leclerc auf Medium und der ist einfach an eine durchgeballert da. So, der Güterhandel ist Hutch. Du tauschst das nicht gegen Spieler, du tauschst das gegen das, was dir Hutch da gibt. Halt. Ist eine Funktion von Hutch. Das hat nichts mit anderen Spielern zu tun. So, jetzt mit Leclerc müssen wir jetzt mal gucken, weil ich bin am überlegen, ob ich mit Max Verstappen hier sogar einen Undercut mache. Mal. Was macht denn der Leclerc jetzt da? Der springt da rum da. So, ist auf jeden Fall. Ah, jetzt kommt Esteban Ocon hier, der uns hier stört. Wie wir sehen hier mit Max. Versuchen hier vielleicht rein, da auf regulär. Nicht unbedingt. So, hier nochmal mit Schwung. Jawohl. Und komm rein. Das war jetzt mega, mega knapp. Aber ja, wie gesagt, ich switch jetzt mal ein bisschen. Wir ändern mal was. Garten sei Dank, ich habe noch kein Video dazu gemacht, weil ich noch den Güterhandel nicht aufgeschaltet habe. Sobald ich den aufgeschaltet habe, kommt ein Video. So, jetzt muss Charles ein bisschen Gummi geben. Ja, Monkey, einfach geil. Was soll ich dir sagen? Das ist einfach geil. Damit rockst du die Bude, ja. Du bist halt fast fertig. Ne? Die großen Teile, die kommen als letztes. Ne? Die 12er Teile, dann, wenn der Markt so gesehen, wenn Hutch nichts mehr da für dich hat, dann, weil du dann bis Serie 11 alles hast, dann kommen die Serie 12 Teile. Und das ist dann natürlich sehr interessant. So. Allein schon die ganzen, also jetzt so ein Getriebe, diese Whirlpool zum Beispiel schon auf Max zu haben oder Spirit ist auch schon geil. Ja, ich glaube, Barcelona haben wir komplett verhauen. Also Gegner muss jetzt in die Box, das ist auch gut für uns. Auch unser Vordermann muss rein. So, den Gegner, wir machen jetzt alle hier. Und ich hoffe, dass Charles Leclerc jetzt hier auf Medium noch ein paar Positionen macht. Max Verstappen hat jetzt ein bisschen Platz. Eieiei, da verlieren wir sogar noch eine Position. Beim Angreifen, ja, beim Angreifen mit Charles Leclerc. Da überholt uns dann Lance Stroll, der jetzt auch leider, der auch gut jetzt in die Pits muss, ey, Wahnsinn. Aber trotzdem die Position so sinnlos abgegeben, also.
Garten sei Dank. Die Voraussetzung für den Güterhandel ist, dass du das erste Teil oder den ersten Fahrer auf Max hast. Also der muss Max abgegradet sein. Serie 1 Teil, Serie 2 Teil, egal was. Der muss auf Max sein. Wenn du das hast, dann hast du den Güterhandel freigeschaltet. So, und dann kannst du auch nur dieses Teil, was du hast, auf Max gegen ein anderes Teil eintauschen. Ja. Wie gesagt, das Video wird folgen. Solange es du nicht hast, ist es eigentlich... Du wirst es dann sehen, wenn du es hast. Dann weißt du auch, wie es funktioniert und wie alles dann so da abgeht. So, leichter Sieg, aber nicht unbedingt die beste Strategie. Barcelona, das ist auch immer sehr, sehr tricky, ob du da einen Undercut machst oder ob du da einen Overcut machst oder ob du da in der 4. Runde reinkommst. Ja, ist immer hier Roulette aktuell. Jawohl, fertig. 23 Punkte. Dauert auch, ihr seht selber, jedes Rennen ist so ein bisschen Prozess. Ja. Ist im Moment ein bisschen buggy auch. Haben sogar noch das Rennen verloren, Barcelona. Wahnsinn. Ja, fährt mit Apex. Hier, ja. Ich kenne auch jemanden, der auch mit Apex fährt. Der ist sogar hier. Von daher. Ja, Leute, das war's von meiner Seite aus. Leute, danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Macht mir immer Spaß, hier auch einen Livestream zu machen und ein paar Rennen mit euch zu fahren. Und ja, wie gesagt, ich hoffe auf gutes Gelingen, viel Erfolg, viel Spaß bei euren Grand Prix und ja, vielleicht sehen wir uns ja bei dem ein oder anderen Rennen. Dankeschön und wir sehen uns bei dem nächsten Video, Leute. Bleibt mir gesund.